So, es ist soweit. Wir schauen uns jetzt mal den neuen Batteriekasten an, weil bei unserer alten Batterie, die hat jetzt mittlerweile einen Geist aufgegeben. Wir haben jetzt von Lithium Max die Silos mit 26 Ampere-Stunden, super geiles Teil, wiegt 1,8 Kilo, also es ist halt wirklich im Gegensatz zu einer Originalbatterie nichts. Hier ab 6 Zylinder sind natürlich die Batterien hinten verbaut, ja, was natürlich auf der Hinterachse da nochmal ein bisschen Gewichtsersparnis bringt. Wir haben es jetzt eben vorne reingebaut, einfach damit wir uns den Kabelweg wirklich sparen, weil das Kabel wiegt natürlich auch wieder was. Jetzt haben wir mit den Maßen was gesucht, einen Kasten, der wirklich perfekt für diese Batterie passt. Schwierig, ja. Entweder er ist zu groß, er ist zu klein, er passt nicht rein, es ist nicht wasserdicht, alles mögliche. Also es ist wirklich, dann habe ich mir gedacht, okay, da vorne gibt es ja bei den 4 Zylindern eben, ist ja der Batteriekasten drin. Jetzt habe ich mir den mal von Lebmann bestellt und natürlich bestens vorbereitet und ausgemessen. Sehen wir, dass diese Batterie auf den Millimeter genau hier reinpasst. Wir werden jetzt hier diesen Steg noch wegnehmen und dann sind wir hier mit dieser Batterie perfekt drinnen und auch ziemlich genau an der alten Position. Kommen Sie mal mit hier. Weil wir haben nämlich hier, also unsere Batterie ist jetzt hier und der Notausschalter ist hier und wir haben quasi wieder genau dieselben Kabelwege. Also wir setzen uns den Kasten hier so rein an die Originalbefestigungspunkte, ist sogar noch alles da, packen uns hier den OBD-Stecker rein und den OBD-Stecker und den Pluspol hier noch ein bisschen zur Seite. Da gibt es mit Sicherheit auch noch eine schöne Lösung und dann hat es hier alles wieder im Gesicht, ist staubgeschützt, ist hitzegeschützt und wassergeschützt natürlich und genau, dann legen wir jetzt mal los. So, wir haben jetzt den alten Batteriekasten mal rausgebaut. Jetzt schaut eigentlich noch alles relativ gut aus. Hier ist ein bisschen Rost, da müssen wir mal noch schnell ein bisschen aktiv werden. Jetzt eine erste Probestellung hat gezeigt, dass hier noch 1, 2 Sachen im Weg sind. Nämlich zum Beispiel dieser Steg hier, ja, man kann hier natürlich auch ohne den Kasten eine Batterie einfach noch ansetzen. Den müssen wir jetzt wegflexen. Und dann haben wir hier noch eine Schraube, die müssen wir wahrscheinlich auch noch wegpacken, aber da ist nichts mehr dran. Und dann sollte das eigentlich 1A da reinpassen. Genau. So, wir haben jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Es traten Probleme auf, wie nicht anders zu erwarten war. Es ist so, der originale Batteriekasten passt logischerweise rein, einerseits. Aber es ist halt so, dass wenn jetzt wirklich die Batterie und der Notausschalter drin ist, der elektrische, dann passt zum Beispiel hier der OBD-Stecker nicht mehr an den originalen Platz. Das heißt, man müsste da auch wieder irgendwas fummeln bzw. basteln, damit das irgendwie hier hält und dann wird das hier schon eine knappe Geschichte. Ja. So, jetzt wird der Deckel nämlich hier schon gar nicht mehr drauf gehen. Das zweite Problem ist, dass man hier an das Steuergerät nicht mehr rankommt. Das dritte Problem ist, dass man noch nicht genau weiß, wie sich dieser Deckel verhält, ob das wirklich, wenn dann wirklich hier mehrere von diesen Kabeln, die halt auch wirklich starr sind, wenn der ein bisschen verzogen ist, ja, dann geht der Deckel auch nicht mehr so richtig dolle drauf. Also man sieht jetzt schon, das ist hier jetzt schon so ein, ist schon gefummelt. Ja? So. Und das ist alles very tight und wir glauben, dass es sinnvoller ist, doch mit der Wenn was hinzugehen. Ja. Es war ein Test, wir waren uns nicht ganz sicher, ob es funktioniert, aber das muss man natürlich ausprobieren. Wenn es funktionieren könnte, wäre es natürlich schön. Ne? Ja gut, was wir uns überlegt haben, ja, weil eigentlich wäre der Aufwand jetzt gar nicht so schlimm, die Batterie in den Innenraum zu legen. Ja, also wirklich nur in 2 Kabel rein. Und zwar, wir haben uns überlegt, dass hier hinterm Beifahrersitz ein sehr schöner Spot wäre, mit dem geilen liegenden Halter von Lithium Max, könnte man nämlich die Batterie hier schön hinkriegen. Ja, hätte man auch immer hier Zugang zu der Ladestandsanzeige, was natürlich schon geil ist, dass man da halt einfach nur drauf drückt, dann sieht man, okay, ist noch 90% drin. Und dann hier den Notaus mit nochmal einem kleinen Case hier davor packt, damit die Kabelwege schön kurz sind und dann eben auch
Schaut, dass alles schön abgedeckt ist, dass hier nichts drauffallen kann und sich irgendwie festschweißt oder irgendwas. Also dass hier einfach alles dann auch schön safe ist. Das Einzige, was wir eigentlich vermeiden wollten, ist halt dann jetzt nochmal ein dickes Kabel von vorne nach hinten legen. Einfach aus gewichtstechnischen Gründen. Aber der Aufwand, es wäre einfach zu viel gebastelt und zu viel Gefummel, wo wir nicht genau wissen, ob das da vorne dann erstens praktikabel ist und zweitens schön wird. Ja. Und deswegen ist das hier, glaube ich, glauben wir jetzt im Moment noch die sinnvollste Lösung. Wir überlegen mal noch ein bisschen rum. Mal schauen, was uns noch einfällt. Ja, also wir haben rum überlegt. Ich glaube, die ganze Sache können wir uns schenken. Weil, ja... Spaltmaße for life. Spaltmaße passen auf jeden Fall mit dem Kasten. Also die Lösung ist auf jeden Fall super. So machen wir es, ja. Naja, es war ein Test. Ich habe gehofft, dass es passt. Es passt nicht, wieso auch immer. Also, nichtsdestotrotz, wir haben es probiert. Es war eine schöne Idee. Ich glaube, das können wir uns schenken. Das heißt, wir packen jetzt wieder hier, wir bauen hier wieder zurück. Also leider die Lösung, die wir zuerst hatten, war wirklich super genial. War super elegant. Das Problem war nur, genau, warte mal, genau sowas drin. Mit der kleinen Batterie war das wirklich super. Das Problem war nur, dass sie nach längerer Standzeit wirklich den Geist aufgegeben hat und wir hatten da recht gute Connections, dass wir die recht günstig bekommen haben. Die Batterie war nicht schlecht, da möchte ich nicht sagen. Die hat wirklich gut auf der Strecke auch durchgehalten, war klein, aber auch wenn es heiß war, an heißen Tagen immer wieder gestartet, auch wirklich genug Power gehabt und so weiter. Nur jetzt nach, ich glaube, 2 Jahren oder so und stand auch wirklich fast ein Dreivierteljahr. Wir haben jetzt länger nichts gedreht und sind auch nicht gefahren. Und dann war sie einfach jetzt im Arsch. Ja. Das heißt, man kann die natürlich neu kaufen und hätten sie wieder reinbauen können, aber wir wollten jetzt einfach eine Lithium-Max und vielen Dank auch nochmal dafür an den Marcel von Lithium-Max. Wir freuen uns da natürlich sehr drüber und testen die jetzt mal aus. Und genau, die passt hier leider nicht rein, so dass wir das in einem Case haben, dass das alles schön Spritzwasser geschützt und staubgeschützt ist. Deswegen müssen wir jetzt in den Innenraum gehen. Ja? Und dann fahren wir jetzt mal schnell ein paar Sachen organisieren und dann bauen wir da gleich dran weiter. So Leute, eine Woche ist vergangen. Wir haben jetzt unseren Stuff zusammen und Felix, ich muss sagen, das ist mal wieder eine richtige Meisterleistung vollbracht, weil wir haben hier unseren elektrischen Abschalter und wussten noch nicht genau, wie wir den jetzt montieren. Ja. Wir haben uns ja entschieden, dass wir den jetzt hinter den Beifahrersitz packen, hier die Batterie und den elektrischen Abschalter. Und jetzt muss ich direkt mal Porn reinhauen, weil der Felix hat was gebaut und zwar dieses Schmuckstück hier. Mit 3D-Drucker, ja, richtig nice. Hier ist der elektrische Abschalter drin, ja. Der kommt dann hier sogar mit Loch, dass man hier den Status sieht und so weiter. Und das Ganze kommt dann so ins Auto, hier mit so geilen Adapterplates. Und das Ganze, also die Batterie kommt hinten quasi an die Rücksitzwand sozusagen und das Ding davor hier. Genau, wir haben jetzt ein verlängertes Batteriekabel. Hier haben wir jetzt noch die alten, die können wir leider jetzt vermutlich nicht verwenden, ja, weil das ist doch jetzt schon relativ kurz hier alles. Muss man mal gucken. Ja. Es könnte vielleicht unter Umständen funktionieren, aber wir haben jetzt sicherheitshalber mal noch auf die Schnelle hier ein Starterkabel geholt mit, hier mit den Kabelschuhen und so weiter. Also das heißt, wir sind jetzt bestens ausgerüstet, haben alles am Start. Und genau, werden jetzt alles richtig geil einbauen. Und los. So, das war jetzt ein klassischer Zweimann-Job. Von oben Schrauben durch, von unten Muttern drauf. Das Ding ist jetzt mal auf Position und es macht einen sehr stabilen Eindruck. Und das wird gut, Leute. Das wird gut. So Leute, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, aber wir sind fertig. Wir haben jetzt die Lithium-Max eingebaut. Es ist mega geil. Wir waren zwischendrin schon einmal wieder beim Fahren. Das Video dazu wird die nächsten Tage online gehen und auch eine ganz neue Aktion von uns, ein Crowdfunding-Projekt. Also seid gespannt. Es wird auf jeden Fall mega crazy mit CBC Performance und 4 Liter. Checkt das aus, wird geil.
Genau, deswegen, wir haben das jetzt schon alles getestet, dieses Setup, und es ist mega geil. Ja? Also die Batterie hält 1A, es ist alles tipptopp. Wir haben jetzt nur noch ein paar kleine Veränderungen, die werde ich euch gleich zeigen, die wir noch machen müssen. Einfach damit alles tipptopp aussieht, ja? Und auch alles, also fest ist sowieso alles, es hält, das ist alles Bombe. Auch der elektronische Abschalter, den der Felix gebaut hat, beziehungsweise das Case dafür, ist mega, schaut alles cool aus und also wirklich... geile Sache. Jetzt zeige ich euch noch schnell, was wir im Detail gemacht haben. Was haben wir jetzt im Endeffekt gemacht? Wir haben uns eine Platte unten gebaut und sind mit den Schrauben durch den Unterboden gegangen. Da drauf ist der komplette Aluhalter von Lithium Max, den wir mitgeliefert bekommen haben. Das heißt, hier ist alles bombenfest. Ja. Hier vorne haben wir das Case für den elektronischen Abschalter, haben wir auch mit einem Distanzstück sozusagen unterbaut. Hier liegt es direkt auf der Karosserie aus, sind mit den Schrauben direkt unten drunter gegangen. Genau, hier habe ich euch ja schon gezeigt, dass die Anzeige, dass der elektronische Abschalter an oder aus ist. Und hier oben ist dann eben der Deckel, damit hier die Kontakte schön geschützt sind. Ja. Was wir jetzt noch machen: Wir haben jetzt hier einfach nur bei Amazon so Polkappen bestellt. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal eine schönere Lösung finden. Das war jetzt ein bisschen, sage ich mal, improvisiert. Ja. Also so richtig perfekt ist es noch nicht, aber da werden wir auf jeden Fall uns noch eine schöne Lösung einfallen lassen. Wir werden im Zuge dessen auch einfach Winkelstücke hier benutzen, damit wir nicht diese Bögen hier haben. Das finde ich jetzt persönlich noch nicht so schick. Ja. Und dann sind wir eben von hier mit dem CTEK, von dem CTEK-Ladegerät ist hier eben direkt der Anstecker. Da habe ich jetzt auch schon eine Verlängerung besorgt. Da müssen wir auch noch einen schönen Platz finden, damit man einfach zum Beispiel, was jetzt eine Idee war, ist, dass man hier hingeht, ja, oder ja, genau, ihr seht, also das ist jetzt die erste Idee. Genau, also dass das einfach alles super tipptopp ausschaut. Genau, also wir sind jetzt fertig soweit mit der Batterie. Thema Batterie abgehakt, mega geil, neue Lösung, Spitzenklasse, ja, also ich finde es mega. Wir haben am Anfang jetzt auch extra den Fail mit drin gelassen mit dem Batteriekasten, weil wir nicht nur immer zeigen wollen auf First Try, es funktioniert, sondern es funktioniert halt nicht immer alles. Ja? Und das ist einfach der Weg, den man beschreitet. Ja? Man probiert aus, es funktioniert nicht, man lässt sich was Neues einfallen und irgendwann hat man es dann. Manchmal geht es beim ersten Mal, manchmal erst beim 10. Mal. Ja? Und beziehungsweise mir ist es halt besonders wichtig, dass man eben diese Schritte dorthin auch mit Fails einfach zeigt. Dann könnt ihr euch die Fails sparen. Ja? Also ist doch mega. Ja, also was halt auch noch einfach mega ist bei der Lithium Max Batterie oder überhaupt bei diesen Leichtgewicht-Batterien, ja? Du sparst ja halt einfach wahnsinnig viel Kilo und für die paar 100 Euro, die man dafür hinlegt, ja, spart so einfach kriegt man, glaube ich, keine Gewichtsersparnis. Ja. Also man kann natürlich eine GFK-Haube holen und einen Deckel, aber dann bist du halt auch einfach bei 400, 500 Euro und dann ist es noch nicht mal eingetragen und so weiter. Du musst schauen, ob du Materialgutachten kriegst und das ist natürlich rein fertig. Also das ist wirklich mega. Ich kann es nur empfehlen.